Eine Mozartkugel aus Kanada. Ja, das gibt es tatsächlich und die möchte ich euch in dem Video näher vorstellen und natürlich auch einen Geschmackstest machen. Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Also für dieses Video eben etwas, zumindest auch für mich sehr Besonderes, nämlich eine Mozartkugel aus Kanada oder zumindest aus Kanada bestellt. By the way, this video is only in German, but you can turn English subtitles on somewhere here below, which is also true for all my other videos. Ja, und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, wie kommt eine Mozartkugel, noch dazu eine handgemachte Mozartkugel, überhaupt nach Kanada? Und in dem Fall ist es der Hersteller, Stube Chocolates, der eigentlich deutsche Wurzeln hat. Heinrich Stube hat seinen Betrieb damals 1989 aus Deutschland nach Kanada verlegt und ja, bietet seitdem unterschiedliche Dinge aus Schokolade an. Hatte auch ein kleines Geschäft in Kanada und auch die Mozartkugel seit damals. Gleichzeitig haben auch seine Kinder Daniel Stube und Anna Stube eigene Geschäfte, die ebenfalls ganz viele Dinge aus Schokolade machen und auch diese Mozartkugel hier. Ich habe die direkt bei Daniel Stube bestellt im Online-Shop. Also ich war jetzt nicht in Kanada und habe sie selber abgeholt, wenn das vielleicht auch durchaus spannend gewesen wäre. Und ich habe dann auch direkt angefragt bei Stube, wie lange es diese Kugel eigentlich auch schon gibt, weil das ist für mich auch immer sozusagen sehr spannend. Daniel Stube hat mir dann selber geantwortet und meinte, sie gibt es auf jeden Fall schon, solange er selber das Geschäft hat. Und eigentlich, wenn er sich dann sozusagen zurückerinnert, sein Vater hat die bereits Ende der 60er Jahre gemacht. Das heißt, da war er eigentlich ja noch in Deutschland. Und damals im Praktikum, in der Lehre, hat er die auch schon gemacht. Das heißt, damit wäre diese Mozartkugel tatsächlich mindestens über 50 Jahre alt. Also das ist schon ein ordentliches Alter. Also nicht die hier, die ist jetzt frisch bestellt, sondern so lange gibt es diese Mozartkugel schon. Aber ich glaube, ihr seid jetzt sicher vor allem gespannt, wie denn überhaupt der Querschnitt von dieser Kugel ausschaut. Da bin ich ja auch immer schon sehr gespannt. Wie ist das Innenleben? Deswegen, schauen wir sie uns jetzt gemeinsam an. Und hier sieht man jetzt den Aufbau von dieser Mozartkugel. Ganz innen natürlich Nougat, dann einen Marzipanteil, also hier außen. In dem Fall ist es Marzipan mit Pistazien und Kirschbrandy. Und ganz außen ist dann hier dunkle Schokolade, in welche diese Mozartkugel getunkt ist. Und jetzt folgt noch der Geschmackstest, auf den ich auch selber sehr gespannt bin, weil ich tatsächlich die Kugel nun zum allerersten Mal probieren werde. Das heißt, ihr bekommt hier auch nicht nur Geschmackseindrücke, die ja immer ein bisschen individuell sind, aber in dem Fall auch wirklich meinen allerersten Eindruck von dieser Kugel. Aber probieren wir sie mal. Okay, also wenn ich jetzt zunächst mal die Marzipanskala hier einblende, dann kann man sagen, die Kugel ist sehr auf der marzipanigen Seite. Also sie schmeckt wirklich sehr intensiv nach Marzipan. Das Nougat ist hier eher
eher nicht so dominant. Ist jetzt aber auch keine große Überraschung. Man sieht es ja auch im Querschnitt, das Nougat ist halt innen und Marzipan ist dann außen sehr, sehr stark. Was aber schon auffällt, ist es so rein vom Kaugefühl her, es sind ja auch Marzipanstückchen drinnen, die hat man ja auch im Querschnitt ein bisschen gesehen. Und ja, ich habe jetzt auch noch eines gefunden. Die fallen auf jeden Fall auf. Also es ist nicht nur ein weiches Kaugefühl, sondern hier ist wirklich auch die Marzipanstückchen, die dann zu tragen kommen. Ja, so tragen hier auf jeden Fall zum Gesamterlebnis durchaus bei und sorgen dafür, dass es ein bisschen eine andere Mozartkugel ist, wo noch zusätzlich etwas zu kauen ist und nicht nur das Marzipan dahin schmilzt. Das Marzipan ist so nicht extrem weich, aber auch nicht sehr hart, es ist schön in der Mitte. Es gibt ja auch einige Mozartkugeln, die sehr, sehr weiches Marzipan verwenden. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Ich glaube, man sieht das auch wiederum, dass es durchaus eine gewisse Bissfestigkeit hat. Der Kirschbrandy kommt für mich jetzt, zumindest mal bei dieser jetzt, beim ersten Eindruck nicht zu tragen. Also es schmeckt hier nicht sehr stark nach Alkohol, die Kugel. Das kann ich jetzt auf jeden Fall mal für mich ausschließen. Das sind natürlich immer so gewisse Nuancen, die auch mehr oder weniger stark zu tragen kommen, aber das ist hier eigentlich nicht der Fall. Ja, aber auch hier wiederum, wie alle Mozartkugeln für mich eigentlich sehr spannend. Ein cooler Querschnitt, auch geschmacklich, eben dominiert vom Marzipan, aber sehr toll. Und ja, wenn ihr die jetzt auch schon probiert habt, das ist jetzt bei einer Mozartkugel, die so aus Kanada ist, vielleicht eher nicht ganz so wahrscheinlich, aber schreibt mir natürlich gerne in den Kommentaren, wie ihr denn diese Mozartkugel so fandet oder ob ihr jetzt gespannt oder neugierig seid, die auch mal zu probieren, wenn ihr mal in Kanada zu Besuch seid. Und ansonsten, es gibt natürlich jetzt ganz viele Mozartkugeln, nicht nur aus Kanada, sondern eben auch aus Deutschland und Österreich, die ich üblicherweise vorstelle. Mittlerweile fast, ja, es sind irgendwann schon sehr bald über 90 verschiedene, je nachdem, wenn ihr das Video schaut, vielleicht noch viel, viel mehr. Das heißt, am Ende blende ich euch eine Playlist mit allen Mozartkugeln-Videos, die ich schon gemacht habe, ein. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr jetzt gespannt seid, wie dann andere Kugeln innen so ausschauen. Ansonsten sage ich natürlich wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.